Heute soll es um den guten alten Mercedes gehen. Den habe ich vor einigen Jahren von meinem Vater übernommen, nachdem das Auto mehrere Jahre in der Scheune gestanden hatte. Er hat ihn gekauft, da war das Auto 4 Jahre alt und als er es abgestellt hat, da war das Auto 19 Jahre alt. Also das waren dann, ich meine, 290.000 Kilometer, mit denen der Wagen abgestellt wurde in der Scheune. Voll funktionsfähig, versteht sich. Da ich von solchen alten Autos natürlich sehr begeistert bin und auch ein Stück weit mit diesem Auto aufgewachsen bin, habe ich das Fahrzeug dann einfach übernommen. Ich habe das Auto dann eine ganze Weile gefahren. Unter anderem auch einen Schottlandurlaub haben wir damit bestritten mit Roadtrip. Also das waren dann so ziemlich über 4.000 Kilometer, die wir in dem Urlaub gemacht haben mit einem Auto, das so alt ist und so viele Kilometer drauf hat. War aber problemlos. Ich habe das Auto dann nach dem Schottlandurlaub abgestellt, weil man auch gemerkt hatte, dass die Hinterachse ziemlich weich wurde. Also diese ganzen Fahrwerkgummis, die sind, ich sag mal, am Ende ihrer Lebenszeit. Und es macht dann auch nicht mehr richtig viel Spaß, damit zu fahren, wenn das Auto beim Gasgeben in eine andere Richtung fährt, als wenn man vom Gas runtergeht. Und das ist auch nicht wirklich sicher, das wollen wir nicht. Das Fahrzeug habe ich deswegen hier abgestellt. Es steht jetzt hier unterm Vordach und wartet auf seine Reparatur. Also die Teile für das Fahrwerk hinten sind bestellt, sind da. Und jetzt warten wir im Prinzip nur noch drauf, dass die richtige Zeit kommt, um die ganze Sache anzugehen, damit das gute Stück wieder auf die Straße kann. Und dafür würde ich das Auto jetzt erstmal sauber machen, weil an einem sauberen Auto arbeitet es sich schöner und mit dem ganzen Staub drauf, da macht man ja auch nur unnötig den Lack kaputt. Ich meine, er ist nicht mehr perfekt, keine Frage, aber es ist einfach schöner. Und außerdem wollte ich ihn mal wieder laufen hören. Was ich zuletzt gemacht habe, war, ich hatte die Zündkerzen draußen und habe ein bisschen Öl durch die Zündkerzenlöcher in die Zylinder gegeben, habe das Spritpumpenrelais ausgebaut und den Motor einfach mit dem Anlasser ein bisschen durchdrehen lassen, dass sich das Öl verteilt. Das Spritpumpenrelais habe ich jetzt noch im Auto liegen. Ich werde das jetzt dann nochmal durchdrehen lassen und dann kann ich ihn anlassen und mal an die richtige Stelle fahren, um den Guten ein bisschen abzustrahlen. So, als allererstes, das Auto ist natürlich abgeschlossen und steht auch relativ nah an der Wand. Dieser Mercedes hat ja schon eine Infrarot-Fernbedienung und somit nur auf der Beifahrerseite ein Schloss. Deswegen werde ich mir jetzt mal über den Kofferraum Zugang verschaffen. Deswegen, ich krieche jetzt einfach mal hier rein und mache mir mal eine der vorderen Türen auf. Und dann probiere ich mal, ob ich an... Ah ja, wunderbar. Wunderbar. So, weil ich ja erst vorhabe, den Motor erst nochmal durchdrehen zu lassen, habe ich mir jetzt Überbrückungskabel geholt. Weil nachher, um das Spritpumpenrelais einzubauen, muss ich ja hinter die Batterie. Das heißt, wenn ich die jetzt schon einbaue, muss ich sie nachher wieder rausnehmen. Und da bin ich ehrlich gesagt zu faul dazu. Ich habe hier unten meine Batterie schon stehen, die nachher auch reinkommt. Das klemme ich jetzt gerade mit Überbrückungskabeln an. Für das kurze Durchdrehen sollte das reichen. Wie war das? Schwarz ist rot und Plus ist Minus. Dann machen wir das doch genauso. Dann gucken, dass natürlich das Pluskabel nirgends an die Karosserie kommt, sonst gibt es Feuer. Und das wäre schlecht. Außerdem verbindet man in der Regel zuerst das Pluskabel und danach das Massekabel. Weil, wenn man mit dem Massekabel an Masse kommt, ist egal. Wenn man allerdings mit dem Pluskabel an Masse kommt, und alles hier rundherum ist ja potenziell Masse, alles was aus Metall ist, und hat das Massekabel der Batterie schon angeschlossen, dann gibt das ein Problem. Das gibt dann Flammenerscheinungen. Jetzt hat das ein bisschen gefunkt, man hat was klacken hören. Das heißt, der Wagen ist jetzt scharf. Dann geht das jetzt an den Punkt, wo ich den einfach mal leer durchlaufen lasse. Wie gesagt, Spritpumpenrelais ist noch draußen. Das heißt, wir können jetzt den Motor durchdrehen lassen, bis sich ein gewisser Öldruck aufgebaut hat, das Öl überall hingekommen ist, wo es sein sollte. Und danach baue ich das Spritpumpenrelais an und dann sollte er aber auch anspringen. Was ein schönes Geräusch, wenn die ganzen Systeme hochfahren. Der CD-Wechsler. Ich drehe jetzt einfach mal den Zündschlüssel.
Also man hat gesehen, neben die Öldruckanzeige, gut, die schwankt jetzt immer noch ein bisschen. Die ist nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, wenn jetzt die Batteriespannung schwankt und die war jetzt nicht besonders stark, dann kann das schon mal dazu kommen, dass das so ein bisschen was anzeigt, obwohl nichts ist. Aber ich sag mal, wir haben es jetzt ein paar Umdrehungen durchlaufen lassen. Das sollte jetzt auch deutlich besser werden, wenn die Batterie eingebaut ist, weil die Kontakte viel besser sind, der Strom kann besser fließen und dann müsste das Auto auch anspringen. Also, wie schon angekündigt, werde ich jetzt erstmal das Benzinpumpenrelais wieder einbauen. Das sieht folgendermaßen aus. Das sind die Kontakte, wie man sie 1995 noch verbaut hat. Nicht besonders, nicht besonders feinmechanisch, aber sie funktionieren. Sie funktionieren. Sieht man hier, 4-Zylinder mit Klimaanlage. Jo. Das baue ich gerade mal ein. Dazu kommt diese Verkleidung hinter der Batterie kurz raus. Und das wäre jetzt das Motorsteuergerät, das seht ihr jetzt nicht. Und rechts, also in Fahrtrichtung links neben dem Motorsteuergerät, wenn ihr davor steht rechts, ist dann der Steckplatz für das Spritpumpenrelais. Dazu ist natürlich am besten, wenn die Batterie draußen ist. Das sollte sich verstehen, weil sonst kriegt man diese Verkleidung hier auch schon gar nicht raus. Die Verkleidung ist dann natürlich wieder auf eine bestimmte Art und Weise anzubringen, weil die nämlich dafür sorgt, dass da hinten kein Spritzwasser reinläuft, kein Regenwasser reinlaufen kann. Das kommt dann da unten so ein bisschen unter so eine Plastiklippe drunter und dann passt das. Dann ist das gut. Dass diese Dinger immer so schwer sein müssen. Wahnsinn. So. Das. Also ich werde die jetzt nicht festschrauben, da ich mich jetzt hier nur im Hof bewegen werde. Ich stecke das einfach so drauf, wie sich das gehört. Da habe ich auch einen Batteriepol-Trenner drauf. Das ist einfach schöner, wenn man das Auto mal kurzfristig länger stehen lässt. Schönes Wortspiel. Dann kann man das aufdrehen und dann ist die Kiste komplett stromlos. Und die Batterie entlädt sich nicht so schnell. Jetzt geht es wieder ins Auto und dann gucken wir mal, ob er anspringt. Ich hoffe, die Batterie ist jetzt stark genug. Schauen wir mal. Achso, das war die Geschichte. Es macht Sinn, das Gaspedal bei Zündung an einmal langsam durchzutreten und wieder einmal langsam kommen zu lassen, damit das Auto kurz anlernen kann, wie die Drosselklappenstellung ist. Sonst kann der den Leerlauf nicht halten. Habe ich jetzt gerade mal gemacht und jetzt gucken wir mal, ob er anspringt. Ah ja, das ist jetzt noch das Problem mit der Drosselklappe. Spritpumpe hört man laufen. Ich probiere nochmal. Ich halte jetzt gerade die Drehzahl noch mit dem Fuß, also mit dem Gaspedal. Wenn ein bisschen runter geht, dann wird es zu wenig. Ah ja, genau. Ich mache jetzt eins. Ich mache nochmal Zündung aus, Zündung an und warte einfach mal einen Moment. Was wichtig ist, der Öldruckmesser, also der zappelt jetzt ein bisschen, der hat irgendwie einen Wackler. Da ist ein Widerstand zu hoch wahrscheinlich in der Leitung. Was aber wichtig ist, wenn die Zündung nur an ist, darf der nicht ganz oben stehen. Weil das heißt im Prinzip nur, dass der vielleicht überhaupt nicht angeschlossen ist oder dass da ein Kabel durch ist. Das heißt so von wegen, oh ja wunderbar, der hat ja schon Öldruck. Nee. Das ist schlecht. Da muss man schon danach gucken. Also ich probiere jetzt nochmal. Leerlaufdrehzahl irgendwo. Ah ja, jetzt hat er es. Mein Fuß ist vom Gaspedal. Kein Fuß auf dem Gaspedal. Er ist wieder da. Jetzt werde ich also das gute Stück an den Platz fahren, wo ich ihn mal ein bisschen sauber machen kann. Haube entriegeln, die lege ich jetzt nur zu. Ich muss ja später eh wieder dran. Jetzt geht natürlich auch
ganz locker wieder die Heckklappe zu, weil die elektrische Zuziehvorrichtung wieder funktioniert, wenn Strom drauf ist. So. Gang ist drin. Servolenkung funktioniert. Handbremse ist offen. Dann gucken wir mal, ob es sich bewegt. Oh ja. Bremsen schleifen. Wunderbar. So, also ich war dann jetzt insgesamt einmal mit dem Hochdruckreiniger dran für den groben Dreck. Dann habe ich das Auto eingeseift, bin dann mit dieser rotierenden Bürste drüber gegangen. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, der Lack ist nicht mehr neu nach der Zeit und den Kilometern. Der sollte einfach nur mal sauber werden. Und ich denke, das haben wir geschafft. Er hat so seine Lackmängel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es sieht doch im Großen und Ganzen wieder nach was aus, würde ich sagen. Mann, habe ich schon wieder Bock drauf, die Mühle zu fahren. Ist ein klasse Urlaubsfahrzeug, muss ich sagen. Ich habe jetzt währenddessen ich sauber gemacht habe, immer mal geguckt, dass die Kühlwassertemperatur stimmt. Das ist alles bestens. Den Visco-Lüfter, den hatte ich mal getauscht gehabt, weil der nicht ging. Das war allerdings schon, als ich das Auto übernommen hatte. Und ja, das nächste, was dann passiert, ist ein Ölwechsel, aber das passiert nicht mehr heute. So, Spritpumpenrelais sitzt an Ort und Stelle und ich habe auch noch mal an dem Öldruckgeber den Stecker ein bisschen bewegt. Vielleicht war es das ja schon. Jetzt müsste er eigentlich dann demnächst... Okay, das war es noch nicht, aber ich müsste ihn jetzt eigentlich anlassen können. Ja, meine Freunde, er lebt. Die Hydrostößel wie eh und je, aber er lebt.